Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dux Aquaristik-Experimente. Heute möchte ich euch einen oft übersehenen Wasserwert vorstellen. Heute geht es um den Redoxwert und ich möchte euch erklären, was das ist und ja, ob er zu Recht häufig übersehen wird oder ob man ihm doch vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen sollte. Und da wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Zunächst einmal muss ich euch natürlich erklären, was das überhaupt ist. Das Redoxpotential, manchmal auch als Redoxwert bezeichnet oder auch als Redoxspannung. Nicht verwechseln bitte mit dem Leitwert. Das ist was anderes. Da gibt es schon ein Video von mir, wo ich euch das erklärt habe. Und das könnt ihr euch gerne angucken, das blende ich euch dann hier oben mal ein. Also das Redoxpotential misst im Prinzip die Fähigkeit eures Wassers, Elektroden aufzunehmen oder abzugeben. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen nicht so spannend, aber was bringt das mir oder was sagt mir das jetzt aus? Das ist natürlich das, was uns als Aquarianer interessiert. Kurz gesagt kann man eben sagen, dass dieser Wert eine Aussage darüber trifft, ob in eurem Wasser oxidierende oder reduzierende Werte oder Bedingungen vorherrschen. Und somit habt ihr damit schon so einen gewissen Indikator mit diesem Wert, ob euer Wasser gut oder eben nicht so gut ist. Und da gibt es natürlich auch gewisse Grenzwerte, die zeige ich euch dann gleich noch. Man kann also kurz sagen, dass das so eine Art Frühwarnsystem ist für eure Wasserqualität. Und natürlich dann auch für euren Besatz. Da müsste man jetzt vielleicht nochmal sagen, was heißt Oxidation? Also wenn zum Beispiel Ammonium und Nitrit in weniger giftiges Nitrat umgewandelt wird, dafür ist eine Oxidation notwendig. Während wenn man Nitrat in Stickstoff umwandeln möchte, man reduzierende Bedingungen benötigt. Die sollten aber, wenn überhaupt, nur in eurem Filter bzw. in eurem Filtermaterial vorherrschen und nicht im Aquarium. Vielleicht noch im Bodengrund in einigen Bereichen, aber tendenziell sollten die auf den Filter beschränkt sein. Das Redoxpotential wird von vielen Faktoren beeinflusst. Vom pH-Wert, von der Temperatur, vom Sauerstoffgehalt und auch organische Belastungen spielen eine Rolle, wenn es um den Redoxwert eben geht. Diese Überlagerungen bedeuten aber eben auch, dass ich nicht immer ganz klare Rückschlüsse auf die Ursache finde. Aber dadurch, dass ich ja zum Beispiel einen pH-Wert oder eine Temperatur als Ursache für eine Veränderung ja relativ leicht ausschließen kann, grenzt sich dann aber im Aquarium eben auch wieder diese Geschichte ein, sodass ich doch relativ zügig dann eine Antwort bekomme, was eigentlich schief läuft gerade oder was gut läuft natürlich genauso. Und um so einen Wert zu messen, braucht man so ein Messgerät. Gibt es verschiedenste Ausführungen. Das ist jetzt eben, was man eben mitnehmen kann. Es gibt die auch, um sie fest zu verbauen, sozusagen. Wenn ihr jetzt ein Aquarium habt und wollt da diesen Wert überwachen, kann man oft auch parallel mit dem pH-Wert zum Beispiel machen. Dann hat man schon gleich wieder eben eine Größe, die diesen Wert beeinflusst, eben auch ausgeklammert oder eben bestätigt. Und hier ist auch so ein Gerät, was pH-Wert und diesen Redoxwert eben oder das Redoxpotential messen kann. Ist die Messung vom Redoxpotential sinnvoll? Ja, aber nicht vielleicht für jeden und auch nicht in jeder Situation. Sinnvoll ist es auf alle Fälle in stark besetzten Becken, wenn ihr natürlich auch empfindlichere Fische habt oder sehr hochwertige Fische oder eben natürlich eure Nachwuchs aufziehen wollt. Wenn ihr eure biologische Filteraktivität überwachen wollt, auch da macht die Messung des Redoxwerts durchaus Sinn. Oder wenn ihr mit Ozongeräten arbeitet, ist vielleicht in der Aquaristik nicht so verbreitet, aber im Teich, bei Koi kommt das doch schon häufig mal vor. Oder auch wenn eine UV-Sterilisation einsetzt, auch hier ist es durchaus sinnvoll, den Wert zu kontrollieren, da eben es hier zum Beispiel zu hohen Redoxwerten kommen kann, die dann eben auch wieder ungünstig sind für eure Fische. Aber wenn ihr jetzt ein stabiles Aquarium habt, wo es keine Probleme gibt und auch nicht zu viele Fische drin, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Und wo es auch nicht sinnvoll ist, das als alleinigen Indikator einzusetzen, da ja, wie schon gesagt, es auch noch viele andere Einflussfaktoren gibt. Aber wie gesagt, das finde ich ja wieder gut, weil natürlich ein Wert ist der pH-Wert, den messt ihr hier sozusagen gleich mit. Andere Wert ist Temperatur, misst man sowieso mit dem Thermometer. Und die zwei Sachen
kann ich eben dann schon sofort checken, ob die Ursache sind für eine Veränderung in dem Wert. Und wenn ich das ausschließen kann, bleiben eben dann schon deutlich weniger Werte übrig, die hier eine Rolle spielen können. Wichtig, um diesen Wert ordentlich bestimmen zu können, ist ein gut kalibriertes Gerät. Wie man so ein Gerät kalibriert, wird sicherlich für andere Geräte ähnlich funktionieren. Das zeige ich euch dann natürlich gleich. Und wir messen natürlich auch ein paar Becken hier von mir durch. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ich zeige euch da natürlich auch noch ein paar mehr Becken. Und wenn ihr auch die anderen Projekte, die ich mit dem Becken so verfolge, nicht verpassen wollt, dann solltet ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren und vor allem auch die Glocke anklicken, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr von mir verpasst. Wie bereits erwähnt, wird das Redoxpotential mit einem speziellen Gerät gemessen. Da gibt es eben diese digitalen Geräte. Es gibt tatsächlich auch Elektroden, die man an ein normales Multimeter anklemmen kann. Aber ich denke mal so, für den Hausgebrauch werden die meisten sich irgendwie sowas anschaffen. Oder man baut es eben permanent ein. Auch dafür gibt es Geräte. Und die sind auch nicht, finde ich, übertrieben teuer. Ich meine, das Gerät hat jetzt irgendwas bei 40 € gekostet. Ich verlinke euch das natürlich in der Videobeschreibung. Gibt es jetzt nicht bei mir im Shop, habe ich jetzt bei Amazon geholt, aber gibt es sicherlich an anderen Quellen. Wie gesagt, wenn ihr da auf so einen Link draufklickt, unterstützt ihr auch hier das, was ich mache, ohne dass es euch mehr kostet. Also vielen Dank an jeden, der das tut. Und man braucht eben auch diese Kalibrierlösung. Das ist häufig nicht dabei, muss man oft extra bestellen. Und wie gesagt, das zeige ich euch dann gleich, wie das alles funktioniert. Also man sieht das hier, dass doch da so eine spezielle Elektrode ist. Ne? Hier ist eben, wie gesagt, gleichzeitig noch ein pH-Elektrode dabei oder eine Diode oder eben so eine Messsonde, wenn man, ja, wie man das jetzt nennen will. Sowas braucht man halt, damit man das messen kann und das muss es kalibrieren. Und die Werte sollten in der Regel zwischen 200 und 350 Millivolt liegen. Das ist die Einheit, in der praktisch dieser Redoxwert oder das Redoxpotential gemessen wird. Also Millivolt, MV abgekürzt. Wenn ihr Werte unter 200 Millivolt im Aquarium habt, ist das meistens nicht so gut. Das könnte ein Hinweis auf Sauerstoffmangel sein, auf zu viel Besatz oder eine zu hohe organische Belastung. Folgen davon könnten sein, dass sich Schwefelwasserstoff bildet oder eben eine zu hohe Ammonium- bzw. Ammoniakbelastung daraus resultiert oder eben dann auch letztendlich zu viel Nitrit da ist. Das wiederum findet ihr dann wirklich nur raus, wenn ihr das konkret messt. Ja, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Ammonium und Nitrit ist okay, dann spricht ihm dann schon vieles für eine Sauerstoffunterversorgung von eurem Becken. Oder eben eine zu hohe organische Belastung, was natürlich auch wieder zu dieser Sauerstoffunterversorgung führt, da ja diese Abbauprozesse eben sauerstoffzehrend sind. Eine andere Gefahr besteht dann, Werte von mehr als 300 Millivolt haben. Das deutet auf einen zu starken Einsatz von Ozon oder UV hin und das kann eben dazu führen, dass die Schleimhaut eurer Fische gereizt wird. Das kann eben zu Schleimhautschäden führen und natürlich zu Stress und diese zwei Dinge wieder führen zu weiteren Erkrankungen. Also auch hier kann es sein, dass auch zu viel des Guten eben nicht mehr gut ist. Jetzt den Vergleich nur mit anderen Messmethoden wären natürlich Tröpfchentests, sind aber zum Beispiel gerade für Sauerstoff gar nicht so trivial, ne? Kosten auch Geld, verbrauchen sich und auch relativ schnell, wenn man es regelmäßig machen will. Und deswegen bietet sich so ein Gerät vor allem dann an, wenn man eben langfristig und in kürzeren Abständen seine Wasserwerte überwachen will oder vielleicht auch mehrere Aquarien hat, so wie ich halt hier, ne? Und dann bist du mit Tröpfchentest ziemlich schnell deutlich teurer als mit so einem Gerät. Und wie gesagt, gerade diese Option jetzt, wenn man jetzt größere Aquarien hat, wenn ich zum Beispiel ein stark besetztes Tanganjika-Becken habe oder Malawi-Becken, dass ich das eben auch als permanente Überwachung einsetzen kann, zeitgleich mit pH-Wert und es gibt aber auch sogar schon gesehen mit Leitwert auch noch. Ja, da habe ich schon eine ganz gute Handhabe, eine ganz gute Kontrolle, ob mit meinem Becken soweit alles stimmt, ja, ohne ständig mit Tröpfchentests nachmessen zu müssen. Also bevor wir das Gerät jetzt zum Einsatz bringen, müsst ihr natürlich checken, ob das ordentlich kalibriert ist. Dazu braucht ihr hier so eine Kalibrierlösung, die war jetzt bei meinem Gerät nicht dabei. Und da müsst ihr auch ein bisschen gucken, da gibt es auch verschiedene Millivolt-Varianten für verschiedene Geräte. Jetzt für mein Gerät hatte ich eben vorher in die Beschreibung geschaut, waren das eben jetzt 256 Millivolt. Dann hier so eine
alten Messbecher, den habe ich schön sauber gemacht, mit destilliertem Wasser ausgespült. Das bräuchte dann auch noch, falls es nicht vorhanden ist. Und habe das ordentlich ausgerieben. Und da gebe ich jetzt ein bisschen was von dieser Lösung rein. So. Naja. Schönheitspreise gibt es heute nicht zu gewinnen. Aber so. Jetzt gucke ich, dass ich da natürlich nicht zu viel davon verbrauche. So. Dann mache ich das wieder zu. So, und jetzt stellen wir das jetzt hier mal rein. Und jetzt sieht man, es fängt da schon an und misst den Wert. Ne? So, und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Denn ich habe jetzt hier einen Wert von 259 Millivolt. Und na jetzt, man sieht, es schwankt schon noch ein bisschen. Ne? Und es müssen eben 256 sein. So. Das warte ich einfach ein bisschen. Und bewege das mal ein bisschen. Gucke, dass ich da wirklich das versenkt habe richtig. Dass ich sage, okay, ich drücke jetzt hier 6 Sekunden. Na? So, jetzt ist es auf Kalibrieren. Jetzt auch wieder 277. Ja, jetzt drücke ich das runter auf 256. So. Und warte kurz, bis es dreimal geblinkt hat. So, und jetzt ist es gut. Machen wir die eine Stelle hin und her, da pfeife ich jetzt drauf. Ne? Ja, so ist das Ding jetzt kalibriert. Na, jetzt kalibriere ich noch den pH-Wert. Da gibt es schon eine ganze Serie, wo ich verschiedene pH-Wert-Messgeräte und Messverfahren miteinander vergleiche. Und die Kalibrierung ist immer ähnlich, auch hier. Du brauchst eben diese Kalibrierflüssigkeit. Die habe ich jetzt hier unten reingefüllt. Ne? Und es muss noch ein bisschen warten, bis er sich beruhigt hat. Bei dem Gerät ist es jetzt eben so, dass ich hier dann auch lange drücken muss auf Kalibrieren. Allerdings ist es beim pH-Wert ein bisschen anders. Ja, er blinkt jetzt dreimal und kalibriert sich dann selbstständig auf die 6,86. Dann gibt es noch Kalibrierlösungen für 4 pH und für 9. Da muss man auch immer ein bisschen je nach Gerät gucken. Ist aber jetzt ja hier nicht das Thema. Aber ihr seht, es ist eben sowohl der pH-Wert richtig eingestellt oder kalibriert und auch der Millivolt-Wert, also der Wert für das Redoxpotential. So, jetzt wollen wir aber dann wirklich mal messen gehen. So, jetzt habe ich hier praktisch mal mein Ausgangswasser gemessen. Das ist praktisch das Regenwasser, was ich einfach von draußen einfange und dann hier reinpumpe in den Ausstellpool. Ganz einfaches Gerät vom Kaufmann irgendwann gekauft für 70 Euro, eine Rausschmeißaktion. Und das ist praktisch mein Zwischenwasserspeicher, wo einfach nur Regenwasser drin ist. Und man sieht, da ist ein bisschen Mulm dabei, was ich einfach absetze, wenn ich das reinpumpe. Und auch Staub da reinfällt und da sind ein paar Glanzwürmer drin. Wässere ich ja manchmal ein paar Wurzeln. Deswegen ist der pH-Wert relativ niedrig. Und das Redoxpotential ist sozusagen okay. Ja, bei 252 ist das Ausgangswasser, könnte besser sein, aber es ist jetzt auch nicht übertrieben niedrig. Also dafür, dass ich hier keine Belüftung und nichts drin habe, keine Wasserbewegung, denke ich, ist das ganz okay. So, jetzt bin ich hier bei meinem Diskusbecken, ja, wo die parafreien Diskus drin sind. So, jetzt haben wir hier 234. Und links habe ich 6,6, einen pH-Wert, ist okay für Diskus. Temperatur gleicht sich an, also das ist jetzt ein paar Zehntel Unterschied, da sage ich mal, das bin ich nicht so. Also auch hier sind die Werte so okay. Jetzt messe ich hier bei den Trophäusbecken. 2 Meter mal 60 mal 60, also 720 Liter irgend sowas. Ja. Und hier sieht man jetzt, dass der pH-Wert 7,3 ist und dieser Redox-Wert oder das Redoxpotential bei 208. Das ist so ein bisschen unter dem Limit. Man muss hier aber auch sagen, es ist sehr stark besetzt, das Aquarium. Und ich mache die Aufnahmen hier spät abends und die Pumpe ist sozusagen runtergeregelt. Das heißt, es ist deutlich weniger Umwälzung drin und somit auch wahrscheinlich ein bisschen wenig Sauerstoff. Und da ist jetzt zum Beispiel so eine Frage, wenn ich das jetzt morgen nochmal messe, ob der Wert dann höher ist. Und oder ob ich hier vielleicht, wenn das so sich bestätigt,
nachts eine Belüftung zusätzlich schalte oder eben die Strömung stärker lasse. Es ist jetzt kein Grenzwert, der hier irgendwie überschritten ist, aber eben an der unteren Grenze. Ne? Was hier auch noch interessant ist, dass hier 7,3 pH-Wert angezeigt wird mit diesem komischen pH 20 Apera, was jetzt kein günstiges Gerät ist, muss man sozusagen. Ja. Das Home-Kuize, wie man das jetzt sprechen soll, zeigt einen deutlich höheren Wert an. Ja. Was ja für Tanganyika nicht schlecht ist. Und wenn ich hier unten gucke, habe ich einen permanenten pH-Wertmesser dran, habe ich nochmal einen anderen Wert. Das kann ich mir einen auslosen. Ne? Also 8,7 zeigt der an. Also nochmal einen ganzen pH mehr, kannst du sagen. Fast. Und das ist ja im pH-Wert, das ist eine logarithmische Funktion. Das heißt, dass eine Nachkommastelle ist schon eine Verzehnfachung. Ne? Also das ist, da muss ich nochmal mit dem Tröpfchentest ran und das neu kalibrieren und wirklich mal nachgucken, was hier eigentlich Sache ist. Ne? Hier jetzt nochmal die Werte von dem anderen Diskusbecken, wo nicht so stark besetzt ist, aber dafür gut bepflanzt. Und diese Werte sogar bei abgeschalteter Beleuchtung. Und da sieht man schon, dass doch eine gute Bepflanzung und nicht so starker Besatz hier doch offensichtlich einen sehr guten Einfluss auf den Redoxwert bzw. das Redoxpotenzial hat. Ja? Also ist jetzt hier mit von meinen Becken das, wo der höchste Wert ist. Und das ist eben auch so ein Hinweis, was man tun kann, um den Wert zu verbessern. Und zwar kann man eben einfach stärker bepflanzen, Wasser wechseln oder stärker belüften. Zusammenfassung und Fazit. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, warum das Redoxpotenzial oft unterschätzt wird. Meiner Meinung nach kann es sehr wohl helfen, die Balance in eurem Aquarium zu halten und Probleme frühzeitig zu erkennen oder zumindest auch schon mal einen ersten Hinweis zu bekommen, dass hier ein Problem vorliegen könnte. Die Messung ist besonders interessant bei hohem Besatz und sensiblen Arten oder beiden natürlich. Ne? Oder auch wenn man eben Nachzuchten hochbringen will und dabei wirklich eine kontinuierlich gute Wasserqualität eben gewährleisten will. Auch da kann das Redoxpotenzial sehr hilfreich sein. Und natürlich, wenn ihr eure Filterung checken wollt. Wichtig dabei ist, dass ihr euer Gerät regelmäßig kalibriert. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder auch schon eigene Erfahrungen habt mit so einer Messerei hier, dann ab in die Kommentarfunktion damit. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute und bis demnächst bei Dux Aquaristik Experimente.